Moin Moin und herzlich willkommen zum TWS und meiner Pro- und Kontraliste zum Proxxon Thermocut 230E Heißdrahtschneider. Warum ich dazu extra ein Video mache, wenn ich das Gerät doch schon in zig Geländebau-Tutorials gezeigt habe? Ganz einfach. Immer wieder erhalte ich solche und ähnliche Kommentare und natürlich ist mir klar, dass nicht jeder Bastler einen Heißdrahtschneider besitzt. Den Proxxon Thermocut gibt's ja schließlich nicht umsonst und der Anschaffungspreis ist zunächst natürlich abschreckend. Daher möchte ich euch in den folgenden Minuten meine persönlichen Argumente für und auch gegen die Anschaffung eines Proxxon Thermocut auflisten. Einfach, damit jeder interessierte Geländebauer noch besser abwägen kann, ob sich der Kauf für ihn wirklich lohnt. Also schnappt euch einen Kaffee oder ein anderes Heißgetränk, lehnt euch zurück und genießt meine persönlichen Pros und Kontras zum Proxxon Thermocut 230E Heißdrahtschneider. Fangen wir mit dem wichtigsten Negativpunkt an, dem Preis. Der Proxxon Thermocut 230E kostet satte 100 Euro, im Angebot ist aber manchmal für immerhin nur 80 Euro zu haben. Das ist immer noch kein Schnäppchen, aber vor einiger Zeit habe ich mal einen nur 30 Euro teuren Heißdrahtschneider getestet. Mein ausführliches Review inklusive Vergleich zum Proxxon Thermocut habe ich euch oben verlinkt. Vielleicht ist ja so ein Gerät eine Alternative für euch. Die dem Proxxon Thermocut beiliegende Führungsschiene ist, freundlich formuliert, suboptimal. Denn sie ist viel zu niedrig und man kann sie nicht vernünftig feststellen. Ja, man kann zwar mit dieser Führungsschiene arbeiten, aber wer schon mal eine Führungsschiene von Shifting Lens oder den Führungsanschlag von Perval Creativus ausprobiert hat, wird die Originalführungsschiene kaum mehr nutzen wollen. Je nachdem, für welche extra Führungsschiene ihr euch dann entscheidet, fallen aber mindestens weitere 20 Euro an. Und ein Kreisschneider bzw. eine erweiterte Kreisführung zum Zuschneiden von runden Scheiben und Zylindern dürfte dann auch schnell auf eurem Wunschzettel stehen. Und dann wäre da noch der Proxxon Fußschalter, der das An- und Ausschalten per Fußbewegung übernimmt, damit ihr beim Basteln beide Hände frei habt. Diese drei Sachen wären aus meiner Sicht das für den Anfang sinnvollste Zubehör. Alles in allem liegt ihr dafür im günstigsten Fall aber bei mindestens 55 Euro. Macht euch aber keinen Stress, dieses optionale Zubehör ist nicht wirklich zwingend notwendig, ihr könnt auch ohne tolle Geländestücke basteln. Ich zum Beispiel habe locker ein Jahr lang nur mit der Originalführungsschiene gearbeitet und in der Zeit trotzdem viele coole Sachen gebaut. Übrigens, welches Proxxon-Zubehör von welchem Hersteller lohnt und welche Eigenbaualternativen es gibt, erkläre ich ausführlich im oben verlinkten Video. Hartschaum gehört zu den preiswertesten Werkstoffen im Geländebau. Große Platten kosten im Baustofffachhandel je nach Dicke nur wenige Euros und wer auf Baustellen freundlich nach Resten fragt, bekommt Hartschaum meistens sogar umsonst. Dazu ein Tipp: Schaut euch hierbei immer die Oberfläche des Hartschaums an. Sind die Schnittkanten porös wie ein Küchenschwamm? Dann doch besser Finger weg. Sind die Schnittkanten hingegen nahezu glatt, habt ihr später auch glatte Bauteile und der Hartschaum ist perfekt fürs Basteln geeignet. Eine noch günstigere Materialalternative ist Styropor, was man im Baumarkt ebenfalls als Platten bekommt oder gratis als zum Beispiel Verpackungsmaterial. Kurzum, sobald der Proxxon Thermocut erstmal angeschafft ist, müsst ihr für weiteres Bastelmaterial kaum noch Geld ausgeben. Natürlich kann man Hartschaum auch zum Beispiel mit einem Cutter zuschneiden, aber schneller und meistens auch präziser wird's mit einem Heißdrahtschneider. Vor allem wenn es mal hauchdünn oder der Schnitt in einem bestimmten Winkel sein soll. Nach und mit etwas Übung gelingen dann immer komplexere Zuschnitte und man wird immer fixer. Denn wo selbst ein mega scharfes Messer an seine Grenzen stößt, legt der Proxxon Thermocut erst so richtig los. Ich würde mal behaupten, dass es nahezu kein Geländestück gibt, was man nicht aus Hartschaum basteln könnte. Klar, manchmal sind andere Materialien ebenso geeignet, aber Hartschaum ist so vielfältig einsetzbar und kann mit nahezu beliebigen Strukturen versehen werden, dass man meiner Meinung nach wirklich alles bauen kann, was einem in den Sinn kommt. Oder was man an Vorlagen so findet. Dann einfach die Formen auf ein paar geometrische Körper reduzieren, diese entsprechend zuschneiden und so Schritt für Schritt die Vorlage nachbasteln.
Egal ob in meinem Kanal oder bei anderen YouTubern. Überall sind Tutorials zu finden, in denen mit Hartschaum gebastelt und euch dabei der Umgang mit dem Proxxon Thermocut gezeigt wird. Oben habe ich euch übrigens eine extra Playlist mit TWS-Tutorials verlinkt, wo ich mit Hartschaum baue. Schaut einfach mal rein. Daneben findet ihr auf Facebook neben allgemeinen Geländebaugruppen auch spezielle Hartschaum-Bastelgruppen. Oder ausführliche Schritt-für-Schritt-Anleitungen in Buchform, zum Beispiel von Gerard Bohm und mir. So viel zu meinen Argumenten für und wider den Proxxon Thermocut. Abschließend möchte ich euch noch sagen, dass ich nur auf ganz wenige Werkzeuge beim Basteln nicht verzichten möchte. Neben meinen Olfa Bastelmessern und meiner Japansäge ist mein Proxxon Thermocut wirklich eines meiner allerliebsten Geländebauwerkzeuge, das ich auch abseits der Kamera regelmäßig nutze. Was sind eure Pros und Kontras zum Proxxon Thermocut? Welches ist für euch das schlagende Heißdrahtschneider-Argument? Oder warum seid ihr als Geländebauer sicher, keinen Proxxon Thermocut zu brauchen? Ich freue mich auf eure Kommentare, ansonsten sehen wir uns nächsten Freitag. Bis dann!